Hallo Holzfreunde, ich möchte mit euch einen Sofa-Butler bauen. Die Teile verbinden wir mit verschiedenen Holzverbindungen, die wir hauptsächlich mit der Tischkreissäge herstellen. Und unter anderem bekommt dieser eine Verzierung, ganz unüblich, mit der Bohrmaschine. Für das Projekt benutze ich Nussbaum. Und das muss natürlich wie immer vorher abgerichtet und auf Dicke gehobelt werden. Das geht jetzt mal im Schnelldurchlauf. Wie ich eine Tischplatte mit Flachdübeln verleime, habe ich euch ja auch schon öfter gezeigt. Eine komplette Zeichnung findet ihr wie immer bei mir auf meiner Webseite. Diese könnt ihr kostenlos herunterladen. Fertig verleimt ist die Tischplatte und das Spannende kommt jetzt. Und zwar möchte ich die Tischplatte mit dem Gestänge verbinden. Diese Verbindung sollte möglichst unsichtbar sein. Und das mache ich jetzt mit einer sogenannten Nut- und Zapfenverbindung. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt. Wenn ihr wisst, wie es wirklich heißt, dann schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Die Nut ist fertig. Jetzt bekommt die Tischplatte noch ein paar Radien, damit es einfach schöner aussieht. Dafür benutze ich meine selbstgedruckte Radienschablone. Einen Link zu diesem Video findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt stelle ich den sogenannten Zapfen am Gestänge her. Der soll die Tischplatte stramm aufnehmen. Um die passgenaue Breite der Nut herzustellen, benutze ich folgenden Trick. Ich stelle mir den Anschlag samt Tischplatte auf die vorher angezeichnete Sägeposition ein für die Nut. Das gleiche nochmal von der anderen Seite. Jetzt nehme ich einen Abstandshalter, der genauso breit ist wie mein Sägeblatt. Hier habe ich zufälligerweise eine Unterlegscheibe, die genauso breit ist wie mein Sägeblatt. Die lege ich jetzt zwischen Anschlag und Werkstück. Das gleiche wieder von der anderen Seite. Nun ist der Zwischenraum der beiden Sägeschnitte genauso breit wie die Dicke der Tischplatte. Jetzt räume ich den Zwischenraum der beiden Sägeschnitte von beiden Seiten nur noch aus. Je feiner ihr eure Sägeschnitte jetzt setzt, umso weniger müsst ihr nachher nacharbeiten. Die Vorderseite bekommt jetzt nach dem gleichen Prinzip noch eine Nut, damit wir die Tischplatte auf der Rückseite bündig bekommen und damit sie einen vernünftigen Halt hat. Damit das alles nicht so langweilig aussieht, bekommt der Stab oder das Gestänge von mir noch eine 20 Grad Schräge, die wie ein Dach aussieht.
Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde immer noch ein bisschen langweilig. Deshalb habe ich mir noch etwas anderes ausgedacht. Ich habe mir hier diese Vorrichtung für meine Tischbohrmaschine gebaut. Einmal mit Seitenanschlag und Längsanschlag. Nun nehme ich ein Opferholz, das die gleichen Abmaße wie mein Stab hat. Und bohre genau auf der Nahtlinie zwischen den beiden Werkstücken mit einem Pfostener Bohrer eine Durchgangsbohrung. Jetzt drehe ich meinen Stab um 90 Grad und das gleiche nochmal von vorn. Mit den Fingern sollte man das Ganze natürlich nicht festhalten, deswegen habe ich jetzt eine Zwinge genommen. Insgesamt mache ich jetzt 4 Bohrungen, jeweils um 90 Grad verdreht. Sieht doch schön aus, macht ein bisschen was her und hat nicht jeder. Die nächste Verbindung ist eine Überblattung. Dort wird dann der Fuß mit dem Gestänge oder Stab verbunden. Alles nach dem gleichen Prinzip. Die Überblattung wird genau bis zur Hälfte des Materials gemacht. Und passt, wie ihr seht, hervorragend. Der Fuß bekommt jetzt auch diese Überblattung. Wo diese genau sitzen soll, habe ich mir natürlich vorher angezeichnet. Und passt, wie ihr seht, super. Die anderen Fußteile bekommen auch jeweils eine Überblattung als Verbindung. Und noch, damit es etwas ästhetischer aussieht, eine kleine Schräge von allen Seiten. Jetzt bloß nicht vertauschen und die richtige Seite sägen. Nun verleime ich das Ganze auf einer geraden Platte, damit das Ganze nachher wackelfrei steht. Die Tischplatte habe ich jetzt eingeschoben und habe mich für eine Verschraubung entschieden. Wenn diese irgendwann nicht mehr so schön aussieht, kann ich die Schrauben lösen und die Tischplatte herausziehen und wieder schleifen und nachbearbeiten. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Fertig geschliffen und einsatzbereit. Wenn euch das Format gefällt, gebt mir auf jeden Fall ein Like, das hilft mir weiter. Und abonniert meinen Kanal, denn ich habe noch viel mehr Ideen für euch.